Am 30. September 1941 erreichten die deutschen Truppen die Zugänge nach Moskau. Die schweren Kämpfe im Westen hatten die Rote Armee erheblich geschwächt, sodass nur noch wenige Kräfte zur Verteidigung der Hauptstadt verblieben. Nach den Plänen des deutschen Oberkommandos sollte die sowjetische Hauptstadt innerhalb von 10 bis 12 Wochen nach Überschreiten der sowjetischen Grenze eingenommen werden. Doch der hartnäckige Widerstand der sowjetischen Truppen, insbesondere in der Schlacht bei Smolensk, verzögerte den Vormarsch der Wehrmacht. Erst nach 14 Wochen, also viel später als geplant, standen die Deutschen schließlich vor Moskau. Die strategische Bedeutung Moskaus. Moskau war nicht nur als Hauptstadt der Sowjetunion und politisches Zentrum von großer Wichtigkeit, sondern auch als größter Industrie- und Verkehrsknotenpunkt. Das Eisenbahnnetz des europäischen Teils der Sowjetunion lief zu einem erheblichen Teil in dieser Stadt zusammen. Darüber hinaus sollte nach deutschem Kalkül der Fall dieser bedeutenden Metropole eine starke Demoralisierung der Roten Armee und der gesamten sowjetischen Bevölkerung auslösen. Hitler und seine Generäle hofften, dass die Einnahme Moskaus zum vollständigen Zusammenbruch des sowjetischen Widerstands und zu einem schnellen Ende des Krieges im Osten führen würde. Das Kräfteverhältnis und erste alarmierende Anzeichen. Je näher die Deutschen an Moskau heranrückten, desto offenkundiger wurde die Überlegenheit ihrer Streitkräfte. In den Fronten Brjansk, West und Reserve standen insgesamt rund 1.250.000 sowjetische Soldaten. In Moskau selbst formierte man rasch 21 Divisionen des Volkswehrs Narodnoje Opolchenije, etwa 200.000 Freiwillige, darunter Arbeiter, Angestellte und Studenten. Angesichts der bedrohlichen Lage entschied das sowjetische Oberkommando, weitere 9 Divisionen aus dem fernen Osten an die Hauptstadt zu verlegen. Möglich wurde dies durch sowjetische Geheimdiensterkenntnisse, wonach Japan nicht plante, die Sowjetunion anzugreifen. Auf deutscher Seite standen zu diesem Zeitpunkt rund 2 Millionen Soldaten bereit. Doch nicht nur die reine Zahl war entscheidend. Die sowjetischen Verbände hatten bereits hohe Verluste erlitten und das neu eingetroffene Personal war oft kaum ausgebildet. Teilweise musste sogar auf veraltete Waffen aus der Zarenzeit zurückgegriffen werden. Im Gegensatz dazu behielt Deutschland einen beachtlichen Ausrüstungsvorsprung, rund 1.700 deutsche Panzer gegenüber 990 sowjetischen, über 14.000 Geschütze und Mörser gegenüber 7.600 sowie 1.390 Flugzeuge gegenüber 667 auf sowjetischer Seite. Verschiedene Quellen nennen leicht abweichende Zahlen, doch der Vorteil der Wehrmacht blieb unbestritten. Herbstregen, Schlamm und Schienenkrieg. Obwohl die deutschen Generäle damit rechneten, Moskau noch vor dem Einbruch des Winters einzunehmen, sahen sie sich im Herbst des Jahres 1941 nicht nur dem sowjetischen Widerstand, sondern auch den typischen russischen Schlechtwetter- und Schlammverhältnissen Rasputiza ausgesetzt. Panzer und Lastkraftwagen blieben in der aufgeweichten Erde stecken. Viele Straßen waren schlicht unpassierbar. Später verschärfte der Winter die Lage weiter. Zwar führten die Deutschen die extremen Kälteeinbrüche immer wieder als Grund an, doch auch die sowjetischen Soldaten litten erheblich unter der Kälte. Viele Neuankömmlinge hatten keine wintertaugliche Ausrüstung und mussten sich mit alten Mänteln behelfen. Einige Volkswehrleute trugen sogar nur überholte Jacken. Dennoch war die Rote Armee moralisch besser auf die Kämpfe im Frost eingestellt. Sie verteidigte ihre eigene Hauptstadt und hatte kaum Möglichkeiten zum Rückzug. Hinzu kam, dass sowjetische Partisanen die deutschen Nachschubwege angriffen. Der sogenannte Schienenkrieg, Massensprengungen von Eisenbahnstrecken und Angriffe auf deutsche Fahrzeugkolonnen führte zu erheblichen Engpässen bei Treibstoff, Munition und Verpflegung. Dadurch gerieten die deutschen Versorgungstruppen an ihre Grenzen, was den Frontverbänden weitere Vorstöße erschwerte. Die Kesselschlacht bei Wjasma, ein taktischer Zeitgewinn für die Sowjets. Zunächst errangen die Deutschen einen beachtlichen taktischen Erfolg, als sie bei Wjasma 4 sowjetische Armeen einkesselten. Dies führte zu hohen sowjetischen Verlusten. Konkrete Zahlen sind unbekannt. Oft wird eine deutsche Schätzung von 670.000 Gefangenen angeführt, wobei die Wehrmacht in ihren Zählungen teilweise auch alle wehrfähigen Männer in besetzten Gebieten einbezog. Trotz dieses verheerenden Rückschlags konnte das sowjetische Kommando wertvolle Zeit gewinnen, da die Deutschen die Eingeschlossenen zuerst niederringen mussten. In Moskau blieb dadurch Gelegenheit, Verteidigungsstellungen zu verstärken.
Panzerhindernisse zu errichten und Reserven heranzuführen. Die Parade vom 7. November und der moralische Aufschwung. Am 7. November 1941 fand in Moskau unter akut drohender Gefahr eine Militärparade statt, die für die gesamte sowjetische Bevölkerung zu einem zentralen Symbol wurde. Stalins Anwesenheit und die Parade selbst hatten einen enormen symbolischen Wert. Damit demonstrierte man sowohl den Moskauer Bürgern als auch den alliierten Partnern, dass Moskau nicht aufgegeben würde. Für die Rotarmisten bedeutete dies einen erheblichen moralischen Auftrieb, während die Deutschen einen klaren Beweis für die Entschlossenheit der Sowjetunion erhielten. Wo bleibt das Leih- und Pachtgesetz? Zwar befanden sich die Alliierten zu jener Zeit bereits in Verhandlungen über das Leih- und Pachtgesetz, doch hatten diese Lieferungen noch keine entscheidende Auswirkung auf die Schlacht um Moskau. Im Dezember 1941 wurde die Rote Armee vorwiegend aus internen Reserven und evakuierten Fabriken versorgt. Die Vereinigten Staaten von Amerika traten erst nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 offiziell in den Krieg ein. Und Großbritannien benötigte selbst dringend Ressourcen für den Kampf gegen Deutschland in Nordafrika. Die Verteidigung Moskaus stützte sich also fast ausschließlich auf sowjetische Kräfte. Warum verzichteten die Deutschen auf einen direkten Sturmangriff? Als die deutschen Einheiten schließlich Moskau unmittelbar erreichten, waren sie bereits am Ende ihrer Kräfte. Es fehlte an Munition, Treibstoff und Futter. Die Nachschubverbindungen waren überlastet. Für einen Frontalangriff auf diese riesige Metropole hätten die Deutschen frische Truppen benötigt. Aber bei der Heeresgruppe Mitte gab es nach den verlustreichen Kämpfen im Herbst und Winter keine nennenswerten Reserven mehr. Außerdem drohte eine Einkesselung, falls die Flanken einbrechen würden. Ein Szenario, das sich später in Stalingrad verwirklichte. Am 5. Dezember startete die Rote Armee unter den Generälen Schukow und Timoschenko eine Gegenoffensive, die die Deutschen zu einem raschen Rückzug zwang. Wegen Treibstoffmangels mussten einige Panzer und Fahrzeuge aufgegeben werden. Manche sprangen in der klirrenden Kälte gar nicht mehr an. Der Vorstoß auf Moskau scheiterte somit, auch wenn es den Deutschen im Januar 1942 gelang, die Front zu stabilisieren und den sowjetischen Vormarsch zu stoppen. Letzterer war ebenfalls durch mangelnde Versorgung und unzureichende Transportmittel eingeschränkt. Guderians Erinnerungen und die tatsächlichen Verluste. Die Gesamtverluste der Wehrmacht an der Ostfront überstiegen seit dem 22. Juni 1941 bereits 700.000 Mann, sodass das Angriffspotenzial der Deutschen stark erschöpft war. Generaloberst Heinz Guderian schrieb in seinen Memoiren: Wir erlitten eine schwere Niederlage, die infolge der Sturheit der obersten Führung bald zu katastrophalen Folgen führte. Das Oberkommando des Heeres, weit ab vom eigentlichen Kriegsgeschehen, verstand die tatsächliche Lage in der Winterzeit nicht. Dieses Unverständnis führte zu neuen, kaum realisierbaren Forderungen. Oft werden die deutschen Verluste klein gerechnet und die sowjetischen hingegen zu hoch angegeben. Selbst wenn man die offiziellen Zahlen von 500.000 deutschen Verlusten bei 950.000 gefallenen sowjetischen Soldaten plus 900.000 Verwundeten zugrunde legte, hätte die Wehrmacht theoretisch noch Kräfte für weitere Angriffe übrig behalten. In der Praxis aber fielen die deutschen Verluste deutlich höher aus. Es gab unvollständige Meldungen, verschwundene Dokumente und verfälschte Berichte. Viele Historiker können deshalb bis heute keine genauen Zahlen nennen. Der entscheidende Faktor: bis zum Äußersten stehen. Neben den Fehleinschätzungen der deutschen Generäle spielte der unerschütterliche Wille der sowjetischen Soldaten und Kommandeure eine entscheidende Rolle. Von regulären Truppen bis hin zu den Einheiten des Volkswehrs. Das Oberkommando scheute sich nicht, selbst kaum ausgebildete Freiwillige und junge Kadetten einzusetzen. Gerade ihre Opferbereitschaft verschaffte zusätzliche Tage und Wochen. Die Deutschen hatten unterschätzt, dass die Verteidiger Moskaus bereit waren, für ihre Hauptstadt zu sterben und jeden einzelnen Kilometer der Vororte zu verteidigen. So erlitt der Gegner vor Moskau seine erste große Niederlage und zeigte der Welt, dass der Blitzkrieg nicht unbesiegbar war und der russische Soldat kein bloßes Propagandakonstrukt, sondern ein Faktor, der technologischen und organisatorischen Überlegenheit der Wehrmacht standhalten konnte. Aus diesem Grund kam es zu keinem durchgreifenden Sturm auf die sowjetische Hauptstadt.
Der Wehrmacht fehlten die Ressourcen, während die sowjetischen Truppen trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit und harter Winterbedingungen standhielten. Trotz äußerst schwieriger Umstände gelang es der Roten Armee und den Einwohnern Moskaus, die deutschen Kräfte von der Stadt fernzuhalten, trotz hoher Verluste und des Chaos der ersten Kriegsmonate. In der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gilt diese Verteidigungsschlacht als einer der Wendepunkte und wurde zu einem Sinnbild für den Mut und den Durchhaltewillen des sowjetischen Volkes.